Was ist dieser Hudewald? Das ist kein normaler Wald. Das ist ein lichter Wald, wo der Mensch eingegriffen hat. Vor 1500 Jahren, vor 2000 Jahren schon, hat der Mensch seine Tiere irgendwo auf Weiden herausführen müssen. Und dann ist er draufgekommen, dass die Wälder sehr gut wären als Weideflächen, nur diese Wälder sind zu dicht. Denn am Anfang hat er seine Tiere in den Wald, in den dichten Wald hereingeführt, dann sind einige verloren gegangen, dann sind die Wölfe gekommen, sind die Bären gekommen und immer mehr Schaden haben sie gehabt. Aber da haben sie auch gesehen, wenn sie von diesen Bäumen ein bisschen wegmachen, bleiben nur einzelne Bäume, dann sind sie draufgekommen, dass diese einzelnen großen Bäume im Sommer eine wichtige Funktion haben. Und was? Schatten. Die Tiere brauchen im Sommer Schatten. Und alle Tiere ziehen sich unter diese großen Bäume im Sommer. Am Vormittag und am Abend weiden sie draußen, fressen, aber am Mittagszeit sind sie unter den Bäumen. Also es ist ein Erasmus-Austausch, ein Schüleraustausch. Wir nennen das auch Gruppenmobilität. Wir sind seit Januar diesen Jahres akkreditiert für Erasmus-Plus-Projekte. Und da ich ja schon seit 20 Jahren hier in Siebenbürgen unterwegs bin, also ganz konkret, ich habe hier im Auslandsschuldienst in Hermannstadt gearbeitet, 3 Jahre lang. Und so ist die Verbindung geblieben. Und da habe ich gedacht, was liegt näher, als hier die erste Gruppenmobilität hin zu organisieren. Und so habe ich angefragt über eine Freundin, ob sie Lust hätten mitzumachen. Und es kam sofort ein Ja, wir machen gerne ein Projekt zusammen. Alles klar. Es ist im Grunde ein grünes Projekt, also im Rahmen von BNE. Und letztlich geht es im ganz Großen um Biodiversität der siebenbürgischen Kulturlandschaft. Im Fokus die Hudewälder, die in Rumänien noch sehr häufig, relativ häufig sind. Und dann sind wir fündig geworden, im Dorf Holzmengen dort einen zu besuchen. Wir haben dann noch einen Forschungsschwerpunkt gefunden, und zwar die Nachtfalterfauna. Und da hat sich Professor Rákosi der Uni Klausenburg bereit erklärt, das mit uns mal zu untersuchen. Ja? Ja, wir machen das ja mal drauf. Wanda. Kommt da nicht so viel, ne? 8 Minuten. Ich glaube, wenn nicht. Schade, also wir machen das bestimmt mal. Diese spannt man mit solchen. Kann man auch für die Handys verwenden oder Laptop. Ja, die haben sie dann weiter wahrscheinlich gelassen und rechts unten. Ja, der Ziel war also für diese Gruppe, dass wir ein Experiment machen, um vielleicht zu zeigen am Ende von diesem Experiment, ob es in den Waldstrukturen Unterschiede gibt, was die Artenvielfalt betrifft. Die Hypothese wäre gewesen oder war schon so, im Hudewald sollten mehr Arten vorkommen als in einem normalen Wald, dichteren Wald. Und damit wir das irgendwie herausheben können und beweisen können, haben wir dann
mit Eimerfallen gearbeitet, mit ultraviolettes Licht, UV-Strahlen, eine Kombination von UV-Strahlen und andere Lichtquellen. Und dann haben wir 3 Fallen entlang von einem Hudewald aufgestellt, so etwa 100 Meter zwischen diese 3 Fallen. Und das Gleiche mit 3 sehr ähnliche Fallen oder identische Fallen in einem normal strukturierten Wald, dichterem Wald. Die Fallen haben funktioniert von der Abenddämmerung bis Mitternacht, 12 Uhr, also nach Mitternacht haben wir die eingeholt. Die Lamellen, die nehmen die Pheromone auf. Ja, und schaut mal hier, das ist der Schmetterling, das Männchen, und das ist das Weibchen, wieder ein Flügel. Es ist halt so, wie es halt, die wachsen quasi ein bisschen wild Den Rüssel ausgerollt und die saugen jetzt diese süße Flüssigkeit auf. Nicht den anderen, glaube ich, schon. Ich habe hier. Tatjana, bist du wohl Eulenfängerin? Ich sehe nichts. Gerade. Doch, ich habe ihn. Eine Flechte, hauptsächlich Algen von Stein oder Rinde. Die Männchen kommen, finden sie, begatten sie in diesem Sack. Sie legen die Eier im Sack, gehen ein, von dort die Nachtfalter, die drinnen waren, in diese 3x2 Lichtwellen, in den 6 Lichtwallen, haben wir dann ausgewertet, wie viele Arten wir da haben. Vielleicht, wenn ich es leider sage, das tut mir ja schon leid, dass wir das nicht, die Ergebnisse waren nicht relevant oder irrelevant. Es war ungefähr die gleiche Artenzahl in den 2 Waldstrukturen, Hudewald und normale Wald. In einem haben wir 17 Arten gehabt, in dem anderen 18 Arten. Aber die Ergebnisse waren so, weil wir nur eine halbe Nacht gearbeitet haben. Die Wetterbedingungen waren auch nicht die besten, also es war kühl und noch schlimmer war Vollmond, also total gegen das, was wir eigentlich machen sollten. Aber das war so, die Gruppe ist jetzt gekommen, wir haben das gemacht, was wir machen konnten. Damit wir solche Schlussergebnisse haben sollen, dass man zeigen kann, ob die Artenvielfalt in der Hudewald höher ist als in einem Normalwald, dann sollten wir mindestens ein halbes Jahr arbeiten, um noch besser von der Beginn des Frühjahrs bis am Ende des Herbstes, jeden Monat oder jede zweite Woche einmal mit demselben System, mit diesem Modell, 3 Fallen in den Hudewald und 3 Fallen in den Normalwald, und nach einem Jahr hätten wir dann die Ergebnisse gehabt. Und dann bin ich sicher, dass wir den Unterschied auch gehabt hätten, zu zeigen, dass der Hudewald artenreicher ist als ein normaler Wald. Nu au mai mult ca să poată percepe feromonul. Femelele produc feromonul. Și ei cu antenele alea late, groase, miros. De fapt, e un organ al mirosului. Schnell macht der Händler. Das ist im Vollgasmodus. Was? Einen Stock braucht sie. Ein Stock? So etwas. Kennst du? Danke für den Tipp. Ja, also es ist halt natürlich wichtig, dass auch hier in der Stadt, wir sind hier mitten in der Stadt, dass dort eben auch
ein Raum geschaffen werden kann für die Nachtfalter, für die Insekten, damit auch hier die Biodiversität unterstützt wird und dass das hier auch eine Ausgleichsfläche im Prinzip ist. Auch wenn man nur einen Balkon hat oder einen ganz kleinen Garten, da gibt es ja verschiedene Pflanzen, die man total günstig auch kaufen kann. Und da kann man einfach auch im Topf kann man mal ein paar Blüher pflanzen oder auch mal im Garten, auf der Wiese kann man mal eine Fläche anpflanzen, wo dann verschiedene Blumen, auch einheimische, gepflanzt werden und dort eben auch die Insekten eine Freude dran haben und dann eben die Tierwelt unterstützen kann.